Special Guest heute am Start hier. Wunderschönen guten Tag. Die Calisthenics-Maschine. Achso, ja, mit Hunden habe ich noch gar nicht gefragt. Ist okay? Weil die beißen. Nein, das sind so. Also, das ist der eine, der andere, der versteckt sich wahrscheinlich irgendwo hinten. Weil heute bei über 30 Grad, der steht nur auf, wenn er pinkeln muss. Oh, das ist schlimm für die Hunde, gell? Ja, gut, Digga, aber für mich auch. Ja. Also ich stell mal kurz vor, das ist Melvin. Wie alt bist du eigentlich? 23. 23, Calisthenics-Maschine, deutscher Meister im Street Curl auch, so wie viele Leute, aber seine Leistung ist wirklich brutal. Lass mich mal raten. Also das Gewicht Ja, was ihr 72 Kilo. Nee, ich glaube sogar mehr, oder? 71. 71. Alter, guter Guess, ne? Da muss man mal auch sagen, sein Körpergewicht, du hast auch um die 70, 73, irgendwie sowas drauf, ne? Ich habe 68 gehabt. Ey, vor ein Ich paar denk Jahren schon. war das so ein Gag, das wird immer ernster genommen, ne? Serious Business jetzt. Absolut, ja. Hast du eigentlich Hunger? Nee? Ich schon, ich würde mir... Hast du Hunger? Ja, ich Du könntest was essen, oder? könnte essen. Ich würde mir ein kleines Prep machen. Wie oft isst du am Tag? Ganz ehrlich, Ja. ich hatte das im letzten Video schon thematisiert, jetzt gerade bei dem Wetter esse ich einmal am Tag nur. Ich esse nur abends. Das ist mir eigentlich zu heiß, ne? Krass. Ja, also maximal zweimal, wenn ich ganz früh morgens aufstehe, dann esse ich was und dann wirklich spät, wenn der Tag vorbei ist. Aber dann, So, das ist der aber zweite. Dann so gleich 3000 Kalorien wahrscheinlich, gell? Ja, dann alles. Ich habe keine Ahnung von Die uns. sind halt beide voll lieb, ne? Also er würde vor Angst wahrscheinlich sterben, wenn irgendwas passiert, er wird nie was tun. Also Eddie ist klassisches Beispiel von Schaf im Wolfspelz. Ganz genau. Er sieht halt gefährlich aus, so, weil wenn man so den Hund so sieht, ne, die Erscheinung und so, ne? Aber guck mal, wie er schon da war. Zur Verteidigung, ne? Die Vanillehörnchen, auch wenn ich nichts dagegen habe, die sind nicht von mir. Hat meine Freundin geholt, ne? Isst du auch gerne Vanillehörnchen, Melvin? Vanille. Er kennt doch gar keine Süßigkeiten, er weiß nicht mal, was das ist. So mit dem nee, minus, Eis- minus Eismatsch. 5% Körperfett, Alter. Weißt du, was ich auf dem Weg her gegessen habe? soll ich raten oder wie? Brötchen. 2 Käsebrötchen Echt? und ein Donut. Das passt aber nicht zu dir. Donut. Ich schaue mir richtig Sachen rein teilweise. das Neulich, weiß ich gar nicht. ohne Scheiß, neulich, ja, das stimmt. Das ist mir jetzt aufgefallen. Wir waren, alle haben eine Cola Zero genommen und er sagt, nee, ich hätte gerne eine normale Cola. Schon sagen. Sowas kennt gibt's man, noch? Das kennt man gar nicht mehr, dass jemand noch eine normale Cola trinkt, Alter. Ich bin voll für Fan, also immer Cola. Weil es eine Geschmackssache ist oder weil du... Reine Geschmackssache, ja. Ich muss sagen, ich esse mittlerweile viel bewusster als früher. Einfach aber aus gesundheitlichen Gründen. Sagte der Donutesser. Ja, aber ich hau auch manchmal einfach rein. So. Also es ist mir auch scheißegal manchmal. Okay, guck mal, habe ich was für dich. Das vegane Kichererbsen-Masala. Oder die Proteinpenne mit Veggie Bolognese. Aber ich würde mir ganz klassisch und langweilig heute nicht mit Reis und Brokkoli gönnen. Oder soll ich was für dich aussuchen? Für mich? Ja. Guck mal bitte, ich weiß nicht. Wo ich das vegane Dingsbums da? Bolognese oder Kichererbsen-Masala? Bolognese. Okay. Ey, meint ihr, man kann beide auf einmal machen? Es wird Zeit, das rauszufinden. We oder? gotta test it out, man. Eigentlich schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, was spricht denn dagegen? Naja, ich glaube, die Wärmeverteilung ist ja anders, wenn da drüber ein gefrorenes Ding steht. Ja, okay, egal. Wir machen Vielleicht müssen wir einfach dann... Ich weiß es. Die doppelte Zeit. das ist Drachenlord. Wenn du ein Ei kochen willst, dauert es 8 Minuten. Wie lange brauchst du für 3 Eier? Na, 24. Ja. Du, da gibt es eine ganz einfache Zahl, wie ich mir meinen Geburtstag immer merken tue. Melvin ist ja Calisthenics Specialist, kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall doch, das kann man schon so sagen. Was ist Ja, für dich Bescheid. ein Calisthenics Specialist? Jemand, der mit... Ich kenne mich gar nicht so krass aus, Ich auch aber... nicht, aber das, was ich bei ihm schon gesehen habe, das ist schon kranker Scheiß, ne? Also es ist nicht nur einfach so normal Handstand, sondern es ist so Handstand und dabei trinkt er noch einen Tee oder so. Ja. So gefühlt die Sachen, ne? Ja, also das ist ja das Ding, so Calisthenics, man denkt immer sofort Handstand, Muscle Up, solche Sachen, weißt du, aber Calisthenics hat auch viele Bereiche. Es gibt Weighted Calisthenics, also das hast du ja jetzt gemacht, hab ich gesehen, mit Dips, Zusatzgewicht und dann, das ist Weighted Was Calisthenics. war dein Rekord, Zusatzgewicht-Tipps? Also ich habe die 115 gemacht, die habe ich gepackt und danach habe ich ein halbes Jahr lang, weil ich mich verletzt habe. Ich weiß, was wir heute tun werden, Alter. Was denn? Ja, genau das. Ja, Unter anderem. ja können wir machen. Ja, ich habe gestern 2000 Liegestütze gemacht. Ja, Bro, ich habe gestern 18 Sätze Trizeps gemacht.
Also Hättest du Bock auf weighted Klimmzüge? Ja? wir machen alles. Das ist geil. Safe. Da kann ich ein bisschen performen, da bin ich nicht angeschlagen. Da schaffe ich genau plus 1 Kilo. Aber er hat mir gestern schon in der Voice gesagt, wenn wir irgendwas Krasses machen wollen, was richtig krass kommt, dann müssen wir Pull-Ups mit Zusatzgewicht machen. Das heißt, also ich glaube, mehr als 60 packt das safe, Digga. Er denkt sich wahrscheinlich so, 60, Alter, was ist das denn? 60 ist so 6, 7 Reps. Was? Okay, Alter. dann, Max war bis jetzt 80, so clean. Ist aber auch sehr tagesformabhängig. ich glaube, bei dir, trotz deines deutlich schweren Körpergewichts, Das ist halt immer so auf jeden Fall. ich glaube 30 bis 40 mit Aber Zusatzgewicht machst du ich auch. kann dann wenigstens Dings muss ich machen. auch so machen. Ja, okay, dann. Das ist wirklich egal. Es gibt Leute, das ist sogar, ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit so trainiert, weil ich hatte eine Bizepsverletzung. Ja. Und dadurch habe ich dann die ganze Zeit so trainiert, weil das sehr anfällig war für die Bizepssehne, weißt du? Oh shit, okay. Und dann habe ich so trainiert, ich bin mittlerweile so stärker als so. Aber wenn jemand von... Was, Digga, echt? Ja. Also ich kann so mehr Gewicht bewegen als so. Das ist krass. Kann ich mir gar nicht Aber dann vorstellen. so- Ich auch nicht. Wenn man ein Einsteiger ist, sage ich mal, und man macht nicht oft Klimmzüge, ist eigentlich das immer angenehmer. Safe. Für mich fühlen sich normale Klimmzüge immer noch so, ich weiß nicht warum, die fühlen sich einfach nicht gut an. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mich hochziehe, dann, du hast ja bei manchen Übungen, das fühlt sich einfach gut an. Zum Beispiel Dips fühlt sich gut an bei mir. Aber Klimmzüge, es fühlt sich nicht natürlich an. Ja, das ist auch Techniksache. Guck mal, du bist jemand, der hat sehr viel Masse. Und oft kommt man so, man hängt sich hin und intuitiv, man zieht sich nach dort Ja. und dann so in die Richtung am Ende, weißt du? Ja. Und das ist eigentlich so eine Sache, die versucht man zu vermeiden. Wenn man versucht, viel Gewicht zu bewegen, du musst dich versuchen, möglichst senkrecht hochzuziehen. Also du ziehst dich hoch, Kopf etwas nach hinten, rüber, fertig. Okay. Weißt du, und der restliche Körper sollte gerade sein. Wenn du dann anfängst, dich so, weißt du, zu neigen und dich erstmal so nach hinten zu ziehen, ist natürlich deutlich schwerer. Aber das ist Techniksache, das muss man einfach üben. So Muscle-Up wäre auch ein geiler Skill, den ich irgendwann können will. Das Kann sieht er auch denn sehr theoretisch- massiv aus. Kann er den theoretisch schaffen mit seinem Körpergewicht? Und Das seiner auf jeden Kraft? Fall, das auf jeden Fall. Bro, André Smaev macht Muscle-Ups, ne? Mit 160 Kilo. Das du es auch easy Aber der ist hinbekommen. alt, also den, Digga, was ich schon gesehen habe, der hängt sich 80 Kilo dran, der macht 16 Reps oder so. Kommt aus dem Weighted Calisthenics, habe ich so mitbekommen. Ja. Und dann ist er ja irgendwie so ein bisschen, hat er gut reingehauen, gut Genascht. gut genascht. Und dann ist er ja so, Spermini gegessen. sein Körpergewicht verdoppelt und jetzt sieht er mit 28 aus wie... Ja, er ist genauso alt wie ich. Das ist crazy, Alter. Ist auch 28? Mhm. Ja, crazy. Der sieht einfach aus wie 40, Mitte 40. Oh, der sieht schon älter aus als 40. Ich will nochmal anmerken, das sah schon beeindruckend aus. Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine Körperkontrolle hast, mit dem Gewicht so ein Skill so, ich sag mal, easy rauszuhauen. Also ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich habe es gehofft, weil ich bin dann, das war irgendwie eine spontane Idee. Da bin ich ins Gym gefahren und dachte, ey, das wäre schon geil, das jetzt zu lernen. Und ich weiß so, weil jetzt gerade bei mir auch Armwrestling so im Fokus ist, ich hätte es so 2-3 Mal gemacht. Und dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es nicht auch auf so ad hoc geschafft hätte, hätte ich gesagt, scheiß drauf. Und dann ging es eigentlich ganz gut und es hat dann richtig diese Motivation bei mir entfacht. Ne? Ich finde, das sieht immer geil aus, weil das ist so, du siehst, wie massiv das alles ist. Ja. Und das wirkt immer anders, wie wenn das jetzt jemand wie ich mache, der 70 Kilo wiegt. Weißt du, bei mir sieht das so turnermäßig so ein bisschen aus und bei ihm ist das so, du siehst, wie viel Kraft dahinter steckt. Weißt du, so massiv, der ist so am Zittern, der drückt sich da hoch. Ja. Irgendwie. Fertig. Ich weiß nicht, ob das... Mal schauen. Das fühlt sich heiß an. Das ist noch ein bisschen gefroren, würde ich sagen. Ja, okay, scheiße. Ich mache einfach noch mal so 6 Minuten 30. Aber ich muss meins auch noch mal reinmachen. Ich glaube es auch nicht ganz viel. Dann stapelst doch jetzt auf meins. Nee, Ach nee, umgekehrt. Meins oben drauf. Nee, wir lassen es einfach Okay, kurz so. gut. Ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit würde ich mal kurz was holen. Ja. Ich bin sofort da. 2 Sachen, ne? Was hast du uns denn mitgebracht heute? So, Markus, ich muss dir mal kurz was zeigen erstmal. Ich kann es ja jetzt schon sagen, weil das Video wird wahrscheinlich dann rauskommen, wenn das andere gerade gedreht wird oder schon im Schnitt ist. Wir sind morgen im Europapark mit Max, Stefan, Modusi. Das Ding ist, Max wird nicht wissen, dass Modusi am Start ist, weil sonst hätte er abgesagt.
Und dann hat Modusi gesagt, okay, ey, besorg mir mal irgendein Kostüm und lass uns so tun, als ob ich zum Europapark gehöre und die einfach so mich als Maskottchen mitgeschickt haben und der die ganze Zeit so mitläuft. Und ich sagte, okay, was willst du für ein Kostüm? Er meinte so, irgendwas Süßes, irgendwas Liebes. Jetzt habe ich ihm diesen Hasen hier bestellt, der ist glücklicherweise noch pünktlich angekommen und wir werden ihn dann morgen damit verkleiden. Und also checkt auf jeden Fall das Europapark-Video aus, weil das wird ein richtiger Gaudi. Ich werde im Laufe dieser Achterbahn-Action. Boah, ich hab so Bock, Alter, ich hab so Bock ohne Scheiß. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ja, Mann, ich bin glitschnass. Geh mal zu dem Hasen jetzt und kick den mal einfach. Welchen Hasen? Ja, das ist Alter! Maskottchen. Dompteur! Ja. Guck mal, da ist einer. Du! Der ist aggressiv, der Hase. Nein, 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 nein. Okay. Mein Handy ist da. Handy raus. Nein, Stefan, ich schwöre dir. Mein Handy. Hey! Nein! Hey! Stefan, mein Handy, hör auf! Mein Handy ist offen, das ist offen. Dein Handy raus! Ja, genau, ein Schwanz! Tu dein Handy raus! Warte, genau, ein Schwanz! Ja! Was ist das hier? Ich dachte erst, das wäre so ein XXL-Kuscheltier, was du vielleicht Melvin schenken willst. Ja, nicht ganz. Aber was anderes habe ich noch da. Wir haben ja immer wieder mal so diese Thematik mit den Düften am Start. Ich habe ein Paketchen bekommen vom lieben Marc Gebauer. Ach, hat das jetzt geschickt? Er hat es jetzt endlich mal durchgezogen. Wir sind gespannt, wie du sie findest. Liebe Grüße. In Klammern das Team Marc Gebauer. Okay. Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle. Ich habe mich sehr gefreut über das Paket. Ich habe mir jetzt einen Nischenduft gekauft. Ja, und Nico zwar? hat mich maximal abgeholt damit. Das war Yazat. Scheiße, ich wollte schätzen. Yazat? Ja. Digga, ich habe heute mit meiner Freundin drüber geredet, den will ich meiner Freundin schenken. Von Vivian Yazat. Der ist krass, ne? Wir haben ganz wenige auf dem Schirm. Ja. Ja, Mann. Ist das jetzt ein Unisex-Duft oder? Unisex, ja. Komm, ich zeig dir mal noch ganz kurz was. Digga, das ist einfach ein Duftschrein. Ja, Das ist Panadora, ne? das ist Panadora, aber der ist nicht so für dieses Wetter. Der ist eher ein bisschen für kältere Winterzeit, Jahreszeit. Aber den wollte ich dir unbedingt mal zeigen, ne? Der ist geisteskrank. Hier riecht man beide. Under the Mar, das ist so mein Lieblingsduft, den ich momentan habe. Ich denke da bei dem Duft immer dran, du bist gerade im Urlaub und kommst aus dem Wasser, diese salzige Meeresluft, den finde ich richtig geil. Haben nicht viele auf dem Schirm. Riesig. Ja. Wenn dir Yazat gefällt, dann müsste der dir eigentlich auch gut gefallen. Boah, das ist auch. Ja, Was ist das jetzt? Das ist ja selber Hersteller sogar, ne? genau. Auch von Bietern. Ich glaube, der heißt Black 2. So der Parfum. Der ist sehr ähnlich zu Yazat. muss ich Ja, sagen. das stimmt. Aber scheiß mal auf die Düfte, wir gucken jetzt, was der Marc reingepackt Wir hat. schauen mal. Jetzt hier Live-Unboxing. Ja, Mann. Ich bin gespannt, was die uns jetzt hier schicken. Welchen nehmen wir zuerst? Den? Krass. Von Sospiro Deutsche Melodia. Den wollte ich mir nicht bestellen, aber den wollte ich schon ganz oft riechen. Okay. Guck mal, wie geil das ist. Aber die Flasche, also der Flakon kommt mir bekannt vor. Ich brauche, glaube ich, ich nehme mal Papier, dass ich das raufsprühen kann, oder? Zum Riechen. Ein richtiger Profi hätte hier jetzt so Federn. Bei Nicoli so ein Korb einfach mit Federn. Der nimmt immer so eine Feder, sprüht die an. Wir machen es mit Zewa. Mit Zebra, oder? Alter, geil. Ja, wie sollen wir das sonst machen? Ey, der erinnert mich schon an irgendwas. Oh, der ist sehr fruchtig, ne? Riech mal. Aber ich muss sagen, für mich sehe ich diesen Duft an der Dame. Ja, ehrlich? Das ist immer sehr interessant, Da ne? muss ich sagen, Wäre ein klassischer Damenduft, würde ich auch sagen, wobei man dieses Muster ja auch brechen kann. ja. Also Männer können ja auch weibliche Düfte tragen, was gut wirken kann und genauso umgekehrt. Ja. Aber er ist schon feminin. Wenn Leon den trägt, dann denke ich, also, der kann den schon tragen. Ey, aber tatsächlich habt ihr recht, bei Parfum ist die Zielgruppe eher Frauen als Männer. Aber das ist ein Duft, ich würde den auf jeden Fall rocken, ne? Ich würde mir den. Der ist angenehm, der Duft. Ja, ich sage jetzt nicht, dass der. Ich würde mir den auf. Ich glaube, ich mache mir den auch später drauf, ne? Das finde ich bei Zitronen. What the fuck? Ach so, okay. Aber kein Duft. Das ist Marc Gebauer Danakil Chili Mayo. Was kommt jetzt? Body Spray. Ja, Seife. Ah, geil. Marc Gebauer, Vendetta. Aber der soll, glaube ich, auch sehr, sehr gut sein. Ich gucke gleich mal, was der für Duftnoten hat.
Also riecht gut, aber das wäre zum Beispiel nichts für mich. Also das würde ich jetzt nicht. Gibt mir so ein Feeling von so einem türkisen Türkei-Spa-Hotel. Ich sage ehrlich, ihr habt eine Geschmacksführung, der ist Killer, Alter. Ich finde ihn nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, aber tatsächlich auch jetzt so im Nachgang extravagant, ne? Diese Würze. Es hat so ein bisschen was von Weihnachtsgewürz auch. Findest du? Kenn ich gar nicht. Pomelo, Riviera. Das sagt mir nichts. Let's fetz. Schauen wir mal. Gibt mir richtig Unboxing-Vibes. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Das ist irgendwie geil. Das ist aufregend, Alter. Junge! Was ist das denn, Alter? Guck mal, das ist ja richtig fancy Shit. Soll das Gold sein oder was ist da drin? Wenn der jetzt auch noch so gut riecht, wie er aussieht, dann ist es ein Treffer. Aber wir werden sehen. Ah, ich habe recht, der hat Bergamotte drin. Boah, finde ich geil. Ich sag jetzt erstmal nichts, riech mal. Weißt du, was ich Du hast schon finde? gesagt, finde ich geil. Ich finde, das riecht extrem nach Mandarine so ein bisschen. Übertrieben, ja. Gell? Es hat einen sehr starken... Aber diese Mischung aus Mandarine und Bergamotte, riech mal du. Hat der überhaupt Mandarine drin? Grapefruit ist es. Ah, okay. Grapefruit ist es, was wir riechen. Und Orangenblüte. Und das merkt man. Dann noch dieses Salz und so, man merkt das schon. Sehr zitrisch. Würdet ihr den tragen? Nee. Nee? Nee. Du würdest ihn tragen? Ich glaube ich schon, ja. Mach mal auf deine Haut, sprüh den mal. Mal gucken, wie der kommt. Ich will mal den jetzt Deutsche nach. Melodia sprühen. Hier geht's. Stimmt, das entfaltet sich dann nochmal anders, ne? Boah, der ist doch krass, Mann. Was ist mit euch? Vielen Dank, Marc. Also auf jeden Fall gut meinen Geschmack getroffen. Ich weiß nicht, wer das eingeschätzt hat. Aber die Düfte sind schon nicht schlecht, ey. Wobei man sagen muss, sind schon 3 ziemlich unterschiedliche Düfte. ne? Ja, das stimmt. Wollen wir was essen oder wie? Der ist richtig geil, Mann. Ja, das ist Ich echt finde nicht aber schlecht. den könntest du richtig gut in den Ventilator reinballern. Es gibt so ein Spa-Feeling. Meinst du jetzt ernsthaft? Ja? Oh, das hier, oh. Da wird sich gleich meine Freundin richtig freuen, wenn sie reinkommt. Oh, doch, das ist gut. Ja? Aber ich finde den Stil, wie du sprühst, der erinnert mich sehr an Jeremy mittlerweile. Findest du das immer so von unten so? Solange ich mich optisch nicht an Jeremy aktuell erinnere, ne? Es wird bei ihm immer schärfer, würde ich sagen. Ey Bro, du willst wirklich nichts essen? Nee, Mann, danke. Alles gut. Na gut. Ich weiß nicht, ich kann nicht so jetzt essen und dann direkt ins Training. Okay, verstehe. Weißt du? Aber dann, das ist dann ja- gehe ich lieber mit Hunger rein. Das ist ja eh nur ein Snack, so. Ja, nee, Von für mich daher. nicht. Also dann sage ich guten Appetit. Und wir sind jetzt gleich im Gym. Was machen wir jetzt eigentlich? Calisthenics, alles querbeet? Ja. Ich würde sagen, wir machen einmal Allrounder-Paket. Bisschen Ja. Skills, bisschen Weighted. Geil, Einfach mal Vollgas. geil, Mann. Okay. Ich mache mir jetzt hier noch ganz fix meinen Intrashake. Und ich habe diese Angewohnheit, ich baller mir alles rein in meinen Intrashake, was ich den Tag über nehme. An Pulver, Supplements. Wir haben am Start Kollagen, habe ich gerade reingemacht. Dann habe ich mein Kreatin hier am Start. Und zu guter Letzt, weil ich auch nicht weiß, wie lange das jetzt gleich gehen wird, diese Calisthenics-Einheit, meine EAs. Was sind so deine 3 Lieblingsprodukte von ESL? Also für mich Number One Supplements Kreatin. Also Athlete Stack. Mich auch gut. Also es ist simpel, einfach, wenn du es... Okay, er geht erst smart, er geht nach Topseller. Okay, dann Das sind weiß- die das weiß ich Designer-Bars schon. nicht weit. Genau, Nummer 3. Nein, Nummer 3. Nummer 3, wie der Name es schon sagt, Omega 3. würd ich sagen. Bei mir auch Kreatin Numero Uno, geht nichts drüber. Auf Platz 2 ist ganz klar so ein Whey. Wenn ich einfach mal Bock habe, irgendwie was für meinen Rice Pudding reinzuballern. Platz 2, Platz 3 ist Athlete Stack. Wir haben übrigens auch die ESN Week, die startet jetzt am 28. am Sonntag. Wahrscheinlich wird das Video jetzt gerade da rauskommen. Geht eine Woche lang, wir haben bis zu 50%. Also wenn ihr Bock habt, geht auf ESN vorbei. Gönnt euch ein bisschen was, deckt euch ein. Bei der Aktion wird auf jeden Fall Sinn machen. Ihr habt von Melvin seine Lieblingssubs gehört, ihr habt meine Lieblingssubs gehört. Also jetzt Chance, euch einzudecken. Das ist aber schon größere Hände als ich. Ne, ich glaube, wir haben relativ gleich. Guck mal, ich kann nur einen Highscore machen, wenn du einen Highscore machst. Ja, okay. Ja. Ja, kein Highscore. Ah, guck mal, Alter, guck mal. 103. Und Vollgas. Komm. Ah, fuck, Mann. Aber sei ehrlich, hast du schon mal so viel bei einem Gerät gemacht? Nein, ne? Noch nie. 138,9. Ich sage ehrlich, so das ist das geistig, Höchste, was ich jemals gemacht habe. Willst du mir mal die Hand geben und so zudrücken? Mit links lieber. Ach, Digga, mit links bin ich schwach. Ich habe mit rechts nicht so den guten Griff hier. Aber brech nicht meine Hand, okay? Ah, Digga, was? Okay, und drück. So fest du kannst. Ah, okay. Aber 3 Sekunden habe ich durchgehalten. So, das sind wir. Disclaimer.
für alle Leute, die jetzt ein authentisches, normales, liebevolles Training erwarten, ihr könnt jetzt sofort abschalten. Das wird jetzt hier nicht passieren mit Melvin. Wir werden uns jetzt zerschießen auf die übelste Calisthenics-Art. Ich werde mich heute einfach mal ein bisschen an Melvin orientieren. Ich übergebe jetzt das Zepter an dich und du wirst jetzt mal ein bisschen sagen, Leon, wir machen jetzt das und das und wir gucken, wie meine Werte im Calisthenics sind und du leitest an. Also ich würde sagen, wir brauchen als erstes Klimmzugstange. Was ist so viele Liegestütze schaffe ich am Stück? Ich wollte ein geiles Video mit dir machen. Ja, Wir machen so ein kleines Battle. glaubst du, ich mache mehr als du? Nein, weißt du, was ich machen wollte? Ob du mehr mit 2 Armen machst, als ich mit einem. Ja, safe. Das wäre interessant zu sehen, glaube ich. 40 bis 50 richtige, würde ich sagen. Dann kann es interessant werden. Du machst nie im Leben 40 bis 50 einarmig Liegestütz. Markus! Ich glaube auch nicht, macht er nicht. Ich glaube nicht, Alter. Ich muss leider ganz kurz einmal unseren Elan stoppen, weil wenn 2 Leute aufeinandertreffen, die so crazy sind, wir können es jetzt zwar machen, aber danach sind wir kaputt bei Dips, weil wir wollen ja Dips noch mit Zusatzgewicht machen. Er ist doch Endurance-Athlet, hat er Ja, gesagt. Digga, aber ich nicht. Wir machen das danach, safe, safe. 100 Pro. Gut, wenn du dich mit dieser Ausrede zufrieden gibst, dann Ja, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen das sieht schon ganz schön schwerfällig aus, ne? Das sieht schon, ey. schwerfällig. Bruder, mach dich bereit für den Untergang. Heute wirst du dein Meistertreffen bei Klimmzügen. Ich glaube, du bist richtig stark bei Weighted Pull-Ups. Ich glaube nicht, Digga. Ich bin richtig arschig. Supiniert oder proniert? Ja, gut, da bin ich schon stark. Because Ja. of the biceps. Guck mal, er hat schon so seine Routine mit dem Gürtel und so. Voll Tryhard, Mann. Der gibt gar nicht den Gürtel auf. Ich hab schon. Ja, du hast schon. Ja. Ich mache alles, was du machst. Du gibst die Schritte vor beim Gewicht und ich gehe so lange mit, wie ich kann und irgendwann wirst du wahrscheinlich mich sowieso abziehen. Aber es gibt eine Regel. Ich mache supinierte Pull-Ups. Du machst ganz normal. Genau. Das ist auch gar nicht, also viele sagen immer, oh ja, die sind ja so viel einfacher. Es ist auch Techniksache. Es gibt auch viele Leute, also ich zum Beispiel bin so mittlerweile stärker als so. Hat ja am Anfang schon erzählt. Ja, okay. Deswegen, es muss nicht unbedingt jetzt irgendwie sein, dass du dadurch einen Vorteil hast. Weil das werden viele denken. Ja, ich Das muss würde es nicht auch sein. denken. Wir steigen ein mit 20 Kilo. Weißt du, was crazy ist an diesem Punkt jetzt? Ich glaube, du bist jetzt so viel vom Gewicht, wie wenn ich mein Max machen würde. Wenn ich 80 Kilo umhänge, dann bin ich so 150 Kilo. Und du bist jetzt gerade 150, gell? Nee, nicht ganz. 140 habe ich jetzt insgesamt. Bis 120 Kilo, okay. Auch wenn die noch okay ausgesehen haben, ich habe es schon gemerkt, ne? Meine Grenze wird relativ schnell kommen. Du sagst dann, 30 oder direkt 40? komm, wir machen 40. Gut. So, jetzt 40 Kilo. Jetzt bin ich so gleich bei deinem Bodyweight. Ja. Gleich. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Ja. Weißt du, wie du dich fühlst? Wie? Lightweight. Lightweight, Also 40 geht noch. Es wird so schwer ab 60. Ich muss von hier starten. Und? Jawohl. Sah noch sehr einfach aus. Ich mache eine. Ja, reicht. War die noch gültig? Die war gut. Ja. Also ich habe jetzt nicht genau beobachtet, was halt wichtig ist, beim Durchhängen musst du locker. Ja. Und wenn du dich hochziehst, muss das Kinn so über die Stange ragen. Okay. Also die gucken dann noch quasi von hier, ob man das Kinn sieht. Weißt du, wenn das Kinn hier vorne ansetzt, das reicht nicht. 60 Kilo? Ja, komm. Ich probiere. Das schaffst du auch. Ja, aber ich weiß nicht, Alter. Bis jetzt mit den 60 Kilo bist du schon beim Gewicht des Mächtigen angelangt, was du jetzt ziehst. Alter, da haben wir schon den zweitstärksten Mann Deutschlands jetzt hier am Start. Also wenn du 60 Kilo hochziehst, also da meinen vollsten Respekt so. Aber wie gesagt, ich glaube auch eher, dass dir die Dips mehr liegen. Also ich glaube, dass das so mehr dein... Weil so 120, 130 Kilo Dippen ist deutlich mehr impressive als 60 Kilo Pull-Up. Findest du, ja? Ist es. Ja. Okay. Also ich kenne ja so die Werte, auch aus den Wettkämpfen. Und jemand, der 120 dippt, zieht so 70 Kilo im Klimmzug, würde ich sagen. Krass. Und wenn du, keine Ahnung, 130, vielleicht sogar 140 dippen kannst, du hast ja gesagt, 150 hast du schon dran gehabt. War Rekord. Das war Rekord, dann das ist deutlich krasser wie 60 Kilo Pull-Up. Aber wie gesagt, Pull-Up ist auch, man merkt, du arbeitest noch sehr viel mit so Körperspannung und sowas. Das musst du versuchen, so ein bisschen gehen zu lassen. Das Gewicht hängt und du musst wirklich
Aus dem Rücken, aus den Armen. Boom. Weißt du? Weil das hier, das blockiert dich eher. Ach so. Ja. Weil für mich fühlt sich das einfach todesschwer an. Ich versuche irgendwie alles anzuspannen, um hochzukommen. Ich weiß nicht, viele sagen, man soll Körperspannung halten. Ich finde es kontraproduktiv. Echt? Okay. Ich lass lieber hängen. Okay. Ja. Das wirst du auch gleich sehen, je schwerer es wird, desto mehr erkennt man das auch. Das hängt dann hier, meine Beine machen quasi gar nichts mehr und ich versuche wirklich, boom, fertig. Weißt du, ohne jetzt irgendwie... Aber 60 Kilo ist jetzt für dich nicht mehr so leicht, oder? Nee, das ist langsam mit schwer jetzt. Also das sind so 6, 7 Reps wären drin, glaube ich. Nein, aber auch. Das ist schon anstrengend. So. Let's go. Easy. Eine reicht. Ja, krass. Krass, man merkt auch so, alles sitzt Technik, perfekt, dynamisch hoch, zack, keine Spielchen. Was auch sehr viel mit reinspielt, ist Explosivität. Ja, genau, Die spielt auch eine große Rolle. Zack. Genau. Keine Sorge, das kann man auch wieder abmachen. Ich sag doch, er ist ein Tryhard. Ach so, ja, für extra Grip. So, mein Guter. Spaß vorbei. Leon with the 60 Kilos. Von 60 Kilo, let's go. Und hep. Na, War nicht ganz, wa? also Fuck, Alter, Mann. ist schon gut, ist schon hoch gewesen, aber ist nicht so mit Kind drüber. Das war jetzt nicht wettkampfgültig. Nicht wettkampfgültig, aber so. Aber du hast es trotzdem hochbewegt. Guck mal, der setzt direkt nach. Mach Pause, gib dir 2-3 Minuten. Ah, fuck, Alter. Vielleicht ein bisschen explosiver. Ein bisschen mehr. Bah! Ist leicht gesagt mit 70 Kilo. Du Penner. Ich weiß, wovon du redest. Machst du 80? Ja, wir gucken. Ich mache jetzt erstmal 70 eine. Ja. Und dann können wir gucken, wie weit es geht. Du kannst jetzt auch mal kurz Pause machen. Du willst nochmal? Ja, ich will die schon packen. Merk dir eins, Leon. Es geht nicht zu schwer, es geht nur zu schwach. Ich weiß. Das ist mein Motto. So nach dem Motto lebe ich, deswegen. Echt? Ja, eigentlich bin ich zu schwach jetzt. Ich merke, wie sehr ihn das triggert jetzt. Weil ich habe schon das Gefühl, wir trainieren nach derselben Trainingsphilosophie. ich glaube auch. Nur, dass ich die Hälfte wiege. Ein paar Kilo leichter bist, ja. Einmal hoch. Ja, krass. Wie hast du das geschafft? Guck mal, zum Schluss, ich dachte, er schafft die nicht und dann kommt noch mal irgendwie so ein Schub, dass du dich drüber gezogen hast. Du ziehst erstmal so, weiß ich nicht, vielleicht 15 Grad Neigung nach da. Ja. Und am Ende ziehst du dich zur Stange ran und versuchst das Kind rüber zu stoßen, weißt du? Oh, easy peasy. Das ist Lightweight. Ja. Und... Ich komme nicht ganz hoch, Digga, es geht nicht. Aber das war so knapp. Du warst schon auf derselben Höhe. Aber ich schwöre, das letzte Stück, das fühlt sich so an, als ob ich noch mal 100 Kilo ziehen muss oder so. Aber guck mal, du ziehst hoch bis zu dieser Höhe, dann müsstest du quasi nur noch einmal Kind drüber. Aber da ist es schwierig. Ja. Egal, 50 Kilo wären vielleicht drin gewesen. Ich punkte bei anderen Sachen heute vielleicht noch. Ziemlich sicher, ja. 1-0 an Melvin. Jetzt sportlich. 80 Kilo. Ja. Das ist so ein Gewicht, das geht so tagesformabhängig hoch. Manchmal geht's, manchmal nicht. Aber heute geht's. Ja, hoffen wir's, gell? Jeppa. Fitzelchen. Ja. Ich schwöre nur Millimeter. Das war so auf Höhe von Stange, aber man muss schon noch so diesen 1-2 Zentimeter, die müssen eigentlich auch noch mit. Also wettkampfkonform wäre das jetzt nicht gewesen, aber so wie bei Leon die 60. Ja, okay. Willst du nochmal probieren? Nee. Okay. Also 70 hat er eingeloggt, 70 gültig. 80 nicht. Ja. Ich habe, aber das ist halt das Ding. Ich habe jetzt zum Beispiel das letzte Mal Weighted gemacht vor 4 Tagen oder so. Da habe ich 75 auf 3 gemacht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt 80, 82, 5 wären locker gegangen. Aber manchmal gibt es auch so Tage, da ist das nicht so. Okay, Sensei Calisthenics. Was machen wir als nächstes? Dips? Jawohl, wir machen Weighted Dips. Einfach Gewicht um die Hüfte hängen. Wir müssen runtergehen, ungefähr 90 Grad und wieder hoch. Okay, welche Gewichtssprünge machen wir?
20, Ja. 40 und so weiter. Genau, es gibt nichts anderes. Nur 20er-Sprünge. War das jetzt ein bisschen schwer oder war das gar nicht schwer? Bisschen schwer, aber ich hätte viele machen können. Ab wann wird es für dich schwer? Ab 80? Ab 80 ist schwer, 100 ist schon hart so. Und danach Push-Up-Battle oder was? Aber du machst einarmig. Nur einer habe ich. Geil, das wird echt spannend, glaube ich. Ja, ich glaube nicht. Nein? Nein. Wieso? Ja, ich glaube schon, dass du mehr machst. Sag das. 80 Kilos. Das ist schon schwer, aber geht noch, ja. Ja, ich halte die. Ich die direkt so lassen, ne? ich gehe direkt dran. Let's go. Nix sein. Also, fühlt sich gut an. Heute erstaunlich. Sah auch leicht aus. Für die 80 waren die eigentlich sehr, sehr locker. Etwa. Jawohl, Alter. Hey, die waren leichter, als ich jetzt gedacht habe. Ja, Ne? stark. Ich kann 100 so 5, 6 Raps normalerweise, aber da muss ich auch in Topform sein. Ja? Ja, also da muss ich so gut drauf sein. Easy, komm. Digga, der spielt damit. What the fuck? Die waren nicht mehr so leicht. So leicht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß, man macht keine 10er-Schritte, aber ich glaube 120 zu machen ist jetzt Quatsch. Für mich. 115, komm. Nee. Also entweder 110 oder 120, aber 115 ist ganz Ich kriminell. will 110 machen. Mach du, was du willst, ich mach 110. Ich lock meine ein und dann ist gut. Vielleicht schaffst du auch keine 120. Vielleicht nicht. Also wer 120 auf 3 Mal gemacht hat, der macht jetzt 120 auf einen. Der ich bitte dich. Aber er hat gestern auch irgendwie 18 Trizepsübungen gemacht. Ja, stimmt. Ich habe auch 2000 Liegestütze gemacht. Ne? Ja, wir sind beide nicht fresh. Ich schreibe ihm gestern Abend noch extra so, Bro, ich habe 2000 Liegestütze gemacht. Ich kann vorbeikommen, aber lass uns bitte keine Dips machen. Keine Brust. Du siehst ja, worin es geendet ist. Ja. Er sagt so, nein, mach dir keinen Stress, wir finden schon was Cooles. Das wird schon, wir machen einen Remix. Ich komme, der sagt, Bro, hast du Bock auf Dips? Ja, jetzt bin ich hier und Dip 110 Kilo. Du hast gesehen, sogar Spucke rausgeflogen. Digga, ich habe mir so eine Mühe gegeben, die Scheiße hier hochzubringen. Ach, Digga. Geht alleine oder? Ich glaube nicht. Danke. Also 110 Kilo. Fucking Ansage. Auf geht's. Hast du mal. Hast Aber hast du gesehen, ich wurde schon wieder so. Ja, und das ist nicht gut. Aber du hast es geschafft. 110 sind drin. Ja, krass. Ist stark, Alter. Soll ich helfen oder? Nee, geht. Let's go! Komm! Oh, fuck. Nee, Was passiert? geht nicht heute. Wie geht's? Nee, ich krieg's nicht hoch. Diesen Spruch muss ich heute bringen. Komm, Junge! Und let's go! Kämpf! Kämpf! Er hat 120 auf 3 gemacht. Aber da siehst Ja du, wie gut, aber er hat ja gestern tagesformabhängig das ist. 18 Trizepsübungen gemacht, Mann. Let's go! Und drück! Ja, easy! Und er flamet mich vom Allerfeinsten her. Ja. Sehr stark. Okay, letzte Übung. Finale. Ja. Push-Ups? Push-Up. 1-1 und jetzt, mein Lieber,
Jetzt geht es um die Wurst, wie wir in Deutschland hier sagen. Um die Wurst. Wir machen jetzt Liegestütz. Aber ich bin ja ein bisschen gehandicapt wegen meinem Körpergewicht. So sage ich jetzt einfach. Und deswegen benutzt Melvin einen Arm. Ich benutze 2 Arme. Und es geht jetzt darum, wer die maximalen oder wer mehr Liegestütz schafft. Ja. Ich rotze dich weg, Junge. Ich rotze dich jetzt so weg. We will see, my brother. Was scheiß du aufgeregt, Alter? Auf die Plätze. Fertig. Los. Komm, mach weiter. Du bist bei 50 ungefähr, glaube ich, Leon. Ich glaube, Melvin ist vor dir. Ich glaube auch. Komm, Junge. Let's go. Ja. Ich glaube, ich habe ein paar mehr, oder? So. Digga, du kranker Scheißhund, Alter. Maschine, Alter. Ich hätte dir gerne auch ein Parfüm geschenkt. Wir schenken uns trotzdem beide. Junge, wie viel? Das ist Also unglaublich. du warst, glaube ich, bei um die 60. Ja? Melvin musst so um die 80 haben. Alter. Ich dachte so am Anfang, weil ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ja. Und ich dachte so, ich bin so schnell, Ja. der wird niemals mitkommen, der Arme. Guck ich so hoch, und man sehe ich, der drückt die so durch. Aber man muss wirklich dazu sagen, bei seinem Körpergewicht ist das fucking impressive. Also bei Dips sage ich noch, okay, der hat Power vom Bankdrücken, aber Liegestütze? Ja. Bro, du hast gewonnen. Aber eine Sache fehlt noch. Ich brauche noch ein bisschen Skill. Ja. Jetzt wird's richtig spannend. Skills. Jetzt wird's richtig geil fürs Auge. Mensch, mit geschlossenen Beinen kann das selber noch nicht so gut. Mit geöffneten Beinen geht. Der Bescheidene hier, weißt du? Also guck mal, ich mach erstmal mit geöffneten Beinen. Das ist ein Skill, den will ich können, Alter. Das ist geil, ne? Und dann ist aber nochmal der Unterschied, machst du die Beine zusammen, ist nochmal was ganz anderes. Kannst du das nochmal machen? Ja. Ich muss noch mal sehen, Digga. Was aber extrem wichtig ist, was auch so grundlegend jedem immer am Anfang fehlt, ist das hier. Ah, Du musst hier oben eigentlich halten. Diese Bauch- und Schulterspannung. Genau, das kommt quasi, so eine Übung habe ich mal bei der Physiotherapie bekommen. Du musst so machen. So. Und das hier oben musst du quasi halten können. Und um das zu halten, brauchst du extrem Power. Und das kriegst du auch nicht irgendwie im Gym oder so. Das kommt nicht von alleine. Das ist so sehr spezifisch. Das sind die Muskeln im Schulterblatt. Und da musst du quasi hier rausdrücken, nach vorne lehnen und Beine ausstrecken. Und dann sieht das so aus. Das ist ein geiler Skill. Das sieht richtig geil aus, ne? Das ist der einzige Skill, den ich können will. Alles andere ist egal, aber das sieht krass aus. Kriegst du hin. Das ist crazy. Das Ding ist, bei dir zum Beispiel sind die Arme noch sehr angewinkelt. Du machst aktuell mehr so diesen Elbow-Lever, weißt du? Und dein Ziel ist es aber eigentlich, Arme durchzustrecken und hier raus aus der Schulter zu kommen. Ja. Und nicht hier zu hängen, sondern hier raus. Genau. Und da musst du jetzt nach vorne. Oh, das ist zu schnell zum Anfang. Und das geht hier vorne richtig schön auf die vordere Schulterblätter. Ja, das ist brutal. Aber was bei dir sehr geil ist, was du ja üben kannst, guck mal, das kann ich was zeigen. Es gibt einen Skill, wenn du einen Handstand so ein bisschen kannst, du kannst von hier, guck mal, Handstand, Ja? weißt du, und dann wieder auf den Handstand. Das ist so eine Sache, das ist gerade eher das, was du tust. Ja. Da habe ich auch mit angefangen, ja. Ja. Ich probiere mal das, ja. Das kannst du. Ja, schön, Digga. Weil ich sag, die Balance ist so schwer zu halten, Mann. Ja. Push. Schön.
Digga, wenn der auf mich fällt. ist vorbei, Alter. Ja. Schön. Und jetzt hoch. Ah, fuck. Das ist das Trizepstraining. Ja. Ich will diesen Planche irgendwann schaffen. Das sieht so gut aus. Schön. Ich kann nicht halten. Ah, fuck. Aber du hast recht, Alter. Meine scheiß Beine ziehen mich nach hinten. Oh, Melvin. Für die Quote im Video. Das ist geil, Alter. Wenn man so... Ja, Mann. Ja. Lass mir immer die Adern im Gesicht. Cool aus. Ich mach das jetzt. Das schaffst du. Ja. Ja. Ja, doch, das geht. Das geht, ne? So, Leon. Durch. Und Handstand. Bumm. Bumm. Das sieht so geil aus. Glaub mir, wenn du Calisthenics Park kommst, die denken sich, ach der, was will der machen? Und auf einmal, der macht so ein Shit, stell dir mal vor. Geil, Alter, Mann. Alter. Schön kontrolliert jetzt. Und. Ja, sauber. Und hoch, und hoch, und hoch. Die Hemmung. Und. Ja! Ja. Stark, Alter. Ich bin so. Komm. Das ist ganz cool, aber es ist ganz geil. Stopp, stopp. Digga, was? Okay. Ich verliere dann die Balance, weißt du, ich kipp nach hinten. Alles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, warte, eine Frage habe ich noch. Angenommen, du trainierst und hast einen Ermüdungsbruch. Ja. Und der Arzt sagt 6 Wochen Pause. Was machst du? Ja, keine Pause. Das ist normal, also. In diesem Welcher Sinne, Mensch macht Pause? wir sehen Normal.